12:30 Uhr, wir haben es geschafft. Schnelltest beendet, PCR-Test beendet und gehen jetzt an Bord. Ein Riesenklopper. Boah. Jetzt sind wir drin und freuen uns jetzt auf die Reise. Jetzt geht es endlich los. Wer hier eine AIDA Nova Doku erwartet, der ist natürlich falsch, der geht besser zum Schiffstester. Wir dokumentieren nicht das Schiff, sondern die Kamera begleitet uns und zeigt unsere Eindrücke. Ihr seid praktisch live dabei. Im ersten Teil starten wir in Las Palmas. Nach einem Seetag legen wir einen Funchal an und verbringen dort den Tag. Am Abend geht es dann wieder zurück nach Teneriffa. So geht's. So. In der Kabine kann ich jetzt endlich dieses abnehmen. Ups. Ah. So. Sehr nett eingerichtet. Gefällt mir gut. Auf dem Schiff herrscht Maskenpflicht. Nur im Freien mit Abstand in der Bar oder am Platz im Restaurant kann man die Maske abziehen. Natürlich auf der Kabine braucht man die Maske auch nicht zu tragen. In Spanien ist momentan Maskenpflicht auch auf der Straße. Deswegen waren wir froh, als wir an Bord waren und die Maske abnehmen konnten. Da wir keinen Negativtest direkt mitgebracht hatten, mussten wir 2 Tests hintereinander machen, also den PCR-Test und einen Schnelltest. Und dadurch brauchten wir uns nicht an die lange Schlange anstellen. Das war natürlich das Positive daran. Ja. Allerdings kostet der Test extra Geld. Ja, das stimmt. 35 €. Aber hätten wir jetzt hier in Gran Canaria im Ort einen Test gemacht, den hätten wir auch bezahlen müssen. Ja. Weil wir ja 2 Tage früher angereist waren. Auch die Koffer sind schneller an Bord gekommen. Das ging ruckzuck. Ja. Ich mache die Tür auf, dann kommt der junge Mann mit meinem Koffer angefahren. Ist das nicht geil? Kaum waren wir in der Kabine angekommen, waren auch schon die Koffer da. So konnten wir die 90 Minuten Wartezeit auf den PCR-Test nutzen, um alles in die Schränke zu räumen. Wäre der PCR-Test positiv, dann würden wir kontaktiert und müssten das Schiff direkt wieder verlassen. Unsere Kabine zeigen wir in einem anderen Video nochmal etwas genauer. Nach der Wartezeit gehen wir das essen und verschaffen uns einen ersten Eindruck vom Schiff. Das ist so groß, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Vorne, hinten, im Unterdeck, das ist alles sehr aufregend für uns. Unser erstes Essen auf der Nova auf Deck 7. Nach dem Einchecken. Das war alles sehr entspannt, sieht sehr schön aus. Vorne am Bug auf der 18. Der Nachteil hier ist, dass man nicht über die Brüstung gucken kann und nur vor die Scheibe guckt. Die sind leider nicht so ganz sauber. Möglicherweise der Sandsturm, der hier die Scheiben dreckig gemacht hat. Hier oben beim Shuffleboard, da sind die Scheiben nicht so hoch. Da kann man wenigstens komplett rausgucken, ohne die Scheibe davor zu haben. Unten am Hauptdeck ist das schwierig. Da ist alles mit sich machen. Hier im Einkaufszentrum vorbei geht es aufs Schiff. Drüben sieht man die Sea Cloud 2. Und dahinter steht dann noch die Sea Cloud. Der Wind zerrt hier auch an den Tauen, wie man sieht. Ja, der Wind zerrt selbst im Hafen an der AIDA. Nach den ersten Erkundungen über das Deck schauen wir uns die Restaurantmeile an. Da kommt ein Restaurant nach dem anderen. Die Vielfalt ist hier unglaublich und spannend zu sehen. Es gibt 4 Arten von Restaurants in der AIDA. Die Gourmet-Restaurants, wo man Essen und Getränke bezahlen muss. Dann gibt es die Restaurants, wo man einen Aufpreis bezahlt und die Getränke bezahlen muss. Dann gibt es die Bedienrestaurants, da kann man aus der Menükarte essen, wird bedient, muss aber auch die Getränke bezahlen. Und dann gibt es die 4. Kategorie, das ist eigentlich die Hauptkategorie bei AIDA gewesen, die Selbstbedienungsrestaurants. Da kriegt man Essen vom Buffet, was man sich mittlerweile wieder selbst holen kann. Man bekommt die Softdrinks, das Bier gezapft, das muss man sich auch selber holen. Wein steht am Tisch und wird in einer Karaffe serviert. Wer es natürlich geschickt macht, der kann den ganzen Tag Softdrinks umsonst trinken. Hier ist das Oceans Fish Restaurant. Hier muss man allerdings reservieren. Und dann haben wir hier noch das Burgers Restaurant. Auch klasse. French Kiss die Brasserie. Lecker, lecker.
Oh ja, wunderbar. Und French Kiss die Bar. Coole Separés. Guck mal, hier sind alle so schön. Der Farbton. Hier ist der Streetfood-Bereich. Hier gibt es dann auch die Currywurst mit Pommes. Die kann man dann gleich hier verspeisen. Der Aufzugbereich ist schön hell, sehr einladend. Und ruckzuck sind wir bei uns an der Kabine. Unser erster Weg führt uns jetzt nach Deck 7 auf die Musterstation D zur Rettungsübung oder Einweisung. Wir haben uns natürlich erstmal zur Musterstation begeben. Die Rettungsübung, die war sehr kurz. Wir legten einmal die Schwimmweste an, mussten uns einen kurzen Film angucken und danach war schon alles vorbei. Danach sind wir anschließend in den Beachclub gegangen. Hier sind wir im Beachclub. Auch sehr schön angelegt. Gerade bei der Kälte draußen ist das hier sehr angenehm warm. Und hier oben kann man auch schön sitzen. Am Abend wird der Beachclub zur Diskothek. Das war für unsere Ohren natürlich viel zu laut. Jedes Deck hat bei den Aufzügen ein anderes Design. Das sieht klasse aus. Schon wieder ist Abendessen angesagt. Wir gehen heute in den Yachtclub. Das ist eines der großen Buffets auf dem Schiff. Und es ist immer sehr toll angerichtet und da gehen wir auch sehr gerne essen. Man sieht, das ist gar nicht so voll. Die Menge an Gästen auf der AIDA ist noch überschaubar. Das ist wunderbar entspannt. Hier in Las Palmas sind heute rund 1300 Passagiere an Bord gekommen. Das Auslaufen haben wir aber nicht erlebt, da eine Maschine aus Hannover Verspätung hatte und durch die PCR-Tests, die alle noch ausgewertet wurden mussten, hat sich das immer weiter verzögert. Ich bin dann schließlich um 1:30 nachts entnervt ins Bett gegangen. Der neue Tag, der Seetag, beginnt auch gleich mit viel Sport. Erst bei Dart war viel zu viel Wind, das war also sehr mühsam, da muss ein besserer Windschutz her, weil am Heck herrscht natürlich immer Wind. Dann geht es gleich in den Kletterpark. Der Hochseilgarten ist sehr schön angelegt am Heck und ist von unten kaum zu erkennen. Ich gehe jetzt da rein. Ich bitte zu entschuldigen meine Unbeholfenheit, weil ich mache das zum allerersten Mal. Da sieht man die Dartscheibe und es ist windig. Jürgen, zeig, was du kannst. Ja genau, der neue Dart-Sieger hier und die Mädels warten hier auch schon, dass ich gleich hier in den Kletterpark gehe und mich kräftig blamiere. Die Vorbereitungen werden getroffen, gleich geht es weiter. Jürgen geht jetzt in den Klettergarten, die erste Hürde wird genommen. Oh oh, jetzt wird es etwas wackeliger. Ja, es ist doch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, aber gleich hat er es geschafft. Die Kräfte gehen zu Ende. Du bist unser Held, genau! Mein Hero hat es geschafft. Er ist wieder am Ausgangspunkt zurückgekommen. Ohne Unfälle, unversehrt hat er das Parcours gemeistert. Zum Mittagessen geht es ins Belladonna, ein anderes großes mediterran ausgerichtetes Buffet-Restaurant. Wie bei jedem der Buffet-Restaurants muss man sich die Hände waschen und anschließend desinfizieren. Hier sitzt man auch sehr schön am Heck. Allerdings hat man hier keine Außensitzplätze. Und schon geht's los hier auf der dicken Maschine hier. Umgebaute Nähmaschine. Alles lecker, lecker, schmecker. Da gibt's auch Pizza. Jetzt hier wunderbar im Belladonna, direkt am Heck. Wir können aufs Meer schauen. Und wie immer beim Essen. Eine Eisbar gibt es hier auch, allerdings anders als auf meinem Schiff. Muss man hier das Eis bezahlen. Im Theater wird schon geprobt für heute Abend. Hier kann man in mehreren Etagen zugucken.
Hier kann man sich auch die Ausflüge anschauen. Und die sind dort untergekommen, ja, und so hat sich dann langsam der Tourismus. Heute geht es ins Restaurant Casanova. Schöner Italiener und auch hier vom Gang ein bisschen abgetrennt. Die Vorspeise im Casanova ist auf dem Tisch. Alles sieht gut aus. Wir haben Glück, es ist gar nicht voll. Dank der geringen Passagierzahl ist das wunderbar hier zu essen und ganz entspannt. Da gibt es auch schon die Hauptspeise, Kabeljau. Sieht lecker aus, aber ob ich davon satt werde? Rinderhesse, Garnelen und Schweinefleisch. Filet, ja, bitte. Schweinefilet, ja. Filet, okay. Wer besteht auf Filet? Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Unser Seetag, der geht frühmorgens los, mit dem Anlegen geht auch frühmorgens los. Deshalb ein ganz, ganz großes Dankeschön und ein Riesenapplaus. Jetzt hier heute. Wir laufen jetzt in Madeira an. Wir haben morgens 6:30 Uhr. Ja, wir haben es sehr windig. Deswegen können wir heute den Ausflug nicht machen. Das Boot wird rückwärts reingefahren an den Kai. Noch liegen wir nicht am Kai. Der Lotse manövriert das Schiff ganz langsam. Und wie ihr sehen könnt, wir haben ganz schön Seegang. Ja, da wollte vorhin hier ein Kreuzfahrtschiff rein. Aber das ist zu windig und zu eng und die Dünung ist zu groß. Die haben dann wieder abgebrochen. Leider ist unser Ausflug ins Wasser gefallen. Sieht aus wie eine Wasserorgel. Steht noch ein Schlepper, der hier wartet. Passt gleich auf, dass wir nicht vom Pier weggezogen werden. Und Charlotte auch einen Yachthafen. Für Segler ist das sicherlich eine schöne Anlegestelle, wenn man über den Ozean segelt. Das Anlegen war eine echte Meisterleistung des Captains. Rückwärts hat er die AIDA ans Kai manövriert. Der Hafen ist nicht wirklich geschützt. Ein zweites Kreuzfahrtschiff hat das Anlegemanöver abgebrochen und ist wieder abgedampft. Wir haben den einzigen bei dem Wetter möglichen Anlegeplatz bekommen. Glück gehabt, etwas mehr Welle und Fundschall wäre ausgefallen. Damit muss man leider bei diesen Wetterbedingungen jederzeit rechnen. Wir wollten mit den Katamaran zu den Walen. Doch leider ist bei dem Wellengang dieser Ausflug ausgefallen, sodass wir den ganzen Vormittag auf dem Schiff verbracht haben. Obwohl die Stadt so nah ist, durften wir leider nicht alleine von Bord. So blieb uns nur am Nachmittag der Ausflug mit der Korbschlittenfahrt. Hier sieht man die schöne Vegetation. Tolle Blüten, so eine Kaktee. Und hier hat man einen sehr schönen Ausblick über den Ort Funchal. Leider ist es heute etwas bewölkt. Man kann jetzt richtig sehen, wie die Wolken langsam runter ins Tal kommen. Wir hoffen, dass der Regen oben bleibt. Das ist die andere Seite. Die Stadt ist sehr schön. Die Dächer alle rot. Und ganz da unten und ganz da vorne kann man das Schiff sehen, die AIDA. Auch eine coole Möglichkeit, mit dem Elektrocar die Insel hier zu erkunden. Hier blüht schon richtig alles. Nicht so bei uns so kalt, 20 Grad. Leider hat es gerade angefangen zu regnen. Ja, ich kämpfe mich mal hier zur Kirche hoch. Muss ja wenigstens was gegen das Essen tun. Ja, da unten sind schon mal die Schlitten, mit denen wir nachher wieder runterfahren werden. Ausgerechnet vor der Korbschlittenfahrt fängt es an zu regnen. Wir haben wieder heute pures Glück. Jetzt geht es gleich los. Da hinten kommen auch schon die anderen Schlitten. Und ab geht die wilde Fahrt. Auf geht's!
Bitte den Schmierer drauf. Das kann er nicht. Ich möchte den genießen davon. Sind schon steile Straßen. Wer wird als erstes ins Ziel eingehen? Wagen Nummer 1, Wagen Nummer 2 oder Wagen Nummer 3? Den Graben schieben. Die Touris sind wieder da. It's finished, it's good. Finish, ist okay. Ja. Kommen wir an in der Straße. Ein bisschen Souvenir, ein bisschen trinken. Und dann geht es zurück zum Bus. Da werden die Schlitten wieder eingesammelt. Und dann geht es dann wieder hoch. 30 € kostet die Fahrt pro Person regulär. Ich weiß nicht, ob es am Regen lag, aber die Fahrt war eher lahm. Wenn man den Berg runtergezogen werden muss, dann stimmt da was nicht. Sowas brauche ich kein zweites Mal. Abgehakt auf der Löffelliste. Nach der Schlittenfahrt gab es noch eine Weinprobe. Auf Funchal wird ein ganz bestimmter Wein angebaut. Zum Glück gab es danach noch einen kurzen Fußmarsch durch Funchal. Schön, dass wir nur geführte Ausflüge machen dürfen, wenigstens noch mal durch die Altstadt marschieren können. Die Markthalle von Funchal. Die schönsten bunten Türen der Welt gehören zu dieser Straße. Ist mehr los hier, nicht in der Altstadt. Da kommen wie viele Touristen. Churchill 1950. Erste Flugzeug, Wasserflugzeug 1921. Erster Flug wurde von 2 portugiesischen Fliegern. Oh, guck mal, hier kannst du Enten kaufen. Das sieht aber nicht aus wie die Meerjungfrau. Die Meerjungfrau gehörte zu der Weltliste als eine der schönsten bemalten Türen in der Welt. Über Holzfeuer, so am Lorbeerstab oder am Metallspieß gegrillt. Madeira Fleischspieß. Lappers sind die klassische Vorspeisen. Und traurig, dass hier so wenig los ist. Ja, sehr schön romantisch zum Essen. Viele Türen. Überall. Ganz viele Türen. Und da ist die Seilbahn, damit kann man auch nach Montes rauffahren und dann dort mit dem Korbschiffen wieder runter. Normalerweise hätten wir hier keinen Ausflug gebucht, sondern wären so von Bord gegangen. Wären mit der Seilbahn hoch, hätten die Korbschlittenfahrt auf eigene Faust gemacht und dann genügend Zeit für Erkundungen in Funchal gehabt. Beim an Bord gehen hört man die Fender quietschen. Es ist immer noch ordentlich Seegang. Es quietscht. Man sieht hier, wie es quietscht. Das sind die wieder. Ja. Heute Abend gibt es Essen im Ocean. Das ganze Buffet. Da hinten sogar Fischbrötchen. Kleine Desserts. Ja, und hier gibt es wieder die Tiramisu. Und für heute Abend hier, das ist der Ocean Fisher Market Restaurant in Aidanova. Okay, danke. Bitte schön. Und das ist der Lachs. Mal schauen, ob die den Reher hinbekommen haben. Und, was sagst du? Ich schau mal. Ja, perfekt. Ja. Perfekt gebraten. Fantastisch. Chef, sag mal danke. Danke. Ja. Du hast gut was? geguckt. Ja, das Essen war sehr, sehr lecker. Danke, ja. Da freuen wir uns sehr. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt geht's gleich los. Die Leinen sind ab. Wir verlassen jetzt Madeira mit dem Schnaps Poncho, der Originale von hier. Und ja, hoffen, dass wir mal irgendwann wiederkommen.